Durch den Klimawandel ändern sich die Rahmenbedingungen bei Energieverbrauch unserer Gebäude. Wenn wir nicht auch im Gebäudesektor Energie einsparen, dann erwärmt sich nach heutigem Kenntnisstand unsere Erde so sehr, dass viele Landstriche, in denen wir heute leben, außerhalb des für die Menschen gewohnten Klimafensters liegen werden. Das spüren wir auch schon finanziell. Es gibt zum Beispiel einen CO2-Preis für jede ausgestoßene Tonne CO2, den wir heute schon zahlen müssen und der auch in Zukunft weiter steigen wird. Da die Sanierungszyklen in der Gebäudehülle und der Anlagentechnik relativ lange sind, heißt es jetzt schon klug zu handeln. Denn richtig investieren heißt später nicht doppelt investieren. Wer in den kommenden Jahren eine neue Gasheizung einbaut, wird diese auf jeden Fall nicht bis zum Lebensende der Gasheizung weiter betreiben dürfen. Wer heute eine Fassade nur streichen lässt, ohne diese auch zusätzlich zu dämmen, wird in 20 Jahren vor dem Problem stehen, sein Gebäude mit der Wärmepumpe zwar warm zu bekommen, aber nur mit sehr hohen Heizkosten. Dämmt man die Fassade gleich mit, ist man zukunftssicher und spart sich einen Teil der sowieso anfallenden Kosten, sowie Gerüst aufstellen, die Fassade streichen oder wenn der Putz erneuert werden muss. Außerdem gibt es heute attraktive Förderprogramme für die notwendigen Maßnahmen. Wer Energie spart, spart auch Geld. Eine gut gemachte Fassadendämmung hält über 40 Jahre, somit wirken sich die Investitionen sehr lange in die Zukunft aus. Die Kostenersparnis in diesem Zeitraum übersteigt normalerweise die Investitionskosten, auch ohne die vermutlich weiter steigenden Energiepreise. Geld allein ist aber nicht alles. Eine energetische Modernisierung hat auch direkten Einfluss auf das Wohnklima. Bewohner von sanierten Häusern erleben die Vorteile: warme Außenwände dank guter Fassadendämmung, keine Zugerscheinungen nach dem Einbau neuer dicht schließender Fenster. Wer eine Lüftungsanlage einbaut, erlebt die Vorzüge stets frischer Luft in Räumen. Außerdem verringern sich die Lüftungswärmeverluste im Winterhalbjahr. Ein schönes Beispiel für eine gelungene energetische Modernisierung ist dieses denkmalgeschützte Mehrfamilienhaus in Füssen. Das Haus wurde komplett energetisch modernisiert. Das Dach und auch die Gauben wurden sehr hochwertig gedämmt. Dabei hat man beinahe einen Passivhausstand erreicht. Bei der Fassade musste man wegen der Denkmalschutzauflagen auf eine Innendämmung zurückgreifen. Den dadurch etwas niedrigeren U-Wert hat man versucht, mit sehr guten dreifach wärmeschutzverglasten Fenstern auszugleichen. Durch eine sehr gute Kellerdeckendämmung, ebenfalls wieder beinahe auf Passivhausstandard, und Komfortlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung in jeder Wohnung erreicht man einen sehr niedrigen Energieverbrauch, der ca. 60% unter dem Ausgangswert liegt. Das ist eigentlich problemlos abgelaufen. Das Haus hat einen Vorteil gehabt, dass das sehr hohe Geschossdecken gehabt hat, mit 2,80 Meter, 85. Und dann konnten wir oben für jede Wohnung eine getrennte Lüftung machen und konnten unter die Lüftung eine neue Decke hängen, eine abgehängte Decke, und haben dann eigentlich eine ganz normale Raumhöhe. 11 Monate haben wir gebaut. Das heißt, aktiv waren wir 9 Monate dran, dann war alles fertig, dann war es bezugsfertig. Zuvor haben wir natürlich die Außenisolierung. Das war ja das Erste, das man im Allgäu so gemacht hat. Weil außer war der Putz noch dran und die Ornamente und das ganze Zeug musste vom Denkmalschutz erhalten bleiben. Und deswegen kam nur eine Innenisolierung. Aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Der Herr Arzt, der war natürlich sehr hilfreich, weil der hat mir eigentlich, sonst hat man sowas halt aufs Geratewohl gemacht. Aber er hat einfach gesagt, ja, dann müssen wir einen Antrag stellen, da gibt es ein verbilligtes Darlehen und alles Mögliche. Und das habe ich vorher also nicht gedacht gehabt.
das war für mich dann natürlich auch sehr hilfreich und günstig auch, weil wir haben da ein KfW-Darlehen beantragt und er hat mir auch gesagt, auf was ich achten muss und was ich nicht machen soll. Aber das ist eigentlich problemlos abgelaufen. Also selbst im Dachgeschoss ist es wirklich kühl im Sommer und sie hat es im Winter auch wirklich warm. Und ich finde sowieso mit einer Fußbodenheizung hat man ganz andere Wärme, wie wenn eine normale Heizung drin ist. Ja, man muss nicht mehr lüften. Man muss kein Fenster mehr aufmachen, muss nicht, kann, natürlich, klar, aber man hat immer frische Luft. Also es ist nicht so, dass wenn ich jetzt einen normalen Raum ohne Lüftung einmal 3 Tage nicht lüfte, dann ist das eine ganz abgestandene Luft. Aber das ist da eben nicht so, weil das immer, die Luft zirkuliert, die kommt rein, die geht raus. Also ich müsste im Bad kein Fenster aufmachen. Trotzdem kann es nicht passieren, dass das schimmelt oder dass das irgendwie sich, dass das feucht wird oder irgendwas, weil man einfach immer diesen Durchzug hat. Das Gebäude hat heute einen Energieverbrauch von ungefähr 80 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem bundesdeutschen Durchschnitt von ungefähr 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, heißt das, wenn man ein heutiges Preisniveau anschaut, ungefähr 15 €, die man im Jahr pro Quadratmeter weniger für die Heizung ausgeben muss. Das ist natürlich primär für Selbstbewohner interessant, aber auch für Vermieter gibt es einen Anreiz, denn man kann die Kosten für eine energetische Sanierung anteilig auf die einzelnen Wohnungen und auf die Miete dann umlegen. Über die Mieterhöhung, die auch in einem gewissen rechtlichen Rahmen stattfinden muss, bekommt man also einen Teil der Kosten wieder zurück. Für die Mieter sollte das ungefähr auf dem gleichen Niveau rauskommen, weil die auf der einen Seite zwar die Mieterhöhung haben, auf der anderen Seite sinken die Heizkosten oder die Nebenkosten, weil das ganze Gebäude auf einem energetisch besseren Standard ist. Wenn man das ganze Haus saniert, kann man einen Kredit bei der KfW beantragen. Die Förderung erfolgt hierbei über niedrige Zinsen und einen Tilgungszuschuss auf das Darlehen. Setzt man einzelne Maßnahmen am Haus um, wie beispielsweise die Dämmung der Fassade, bei einem fälligen Anstrich kann man von der BAFA aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude einen Zuschuss zu den förderfähigen Kosten bekommen. Bei Wohnungseigentümergemeinschaften ist die Sanierung auf jeden Fall eine Gemeinschaftsaufgabe. Und hier bietet es sich an, dass man schon frühzeitig mit der Meinungsfindung beginnt. Nach den Wünschen der Eigentümer erarbeitet der Energieberater einen Vorschlag, wie das Haus auf einen zukunftsfähigen energetischen Zustand saniert werden kann. Um ihrer Planung und Recherche eine erste Richtung zu geben, bietet EZA für Wohnungseigentümergemeinschaften eine sogenannte Impulsberatung an. Dabei begeht ein Energieberater mit Ihnen gemeinsam oder mit der Hausverwaltung Ihr Gebäude und beantwortet dabei auch die Fragen, die Sie haben. Im Nachgang erstellt der Energieberater ein Protokoll mit den Ergebnissen und auch mit Vorschlägen, wie eine energetische Modernisierung ablaufen könnte. Mit dieser Grundlage können Sie dann in der WEG gemeinsam weiter planen und diskutieren und auf Wunsch kommt der Energieberater auch in die Wohnungseigentümerversammlung und beantwortet da Ihre Fragen und erläutert den Bericht. Wenn die Wohnungseigentümergemeinschaft dann bereit ist, Maßnahmen umzusetzen, beginnt die energetische Detailplanung. Mit dem Energieeffizienzexperten Ihrer Wahl, zu finden über die EEE-Liste der DENA, erstellen Sie einen Plan, welche energetischen Maßnahmen Sie umsetzen wollen und was Sie damit erreichen können. Danach geht es an den Förderantrag und die eigentliche Umsetzung. Weitere Informationen zur gesamten energetischen Modernisierung und auch zur Förderung finden Sie auf unserer Website www.eza-allgäu.de.